Wir kommen jetzt zum letzten Rennen Porsche Sports Cup, Hockenheim, Rennen 6 im Kalender. Davor waren wir am Nürburgring, meine persönliche Lieblingsstrecke. Der Nürburgring war bis dato das Rennwochenende, was am wenigsten erfolgreich für uns war. Wir sind in der Endurance in Anführungszeichen auf Platz 2 gefahren. Zum ersten Mal in dieser Saison, dass wir den Sieg verpasst haben. In beiden Sprintrennen gab es für mich leider nichts zu holen. Zum einen, weil ich im Rennen 1 den Ausfall hatte und im Rennen 2 die Strafversetzung hatte und von weiter hinten angreifen musste und nicht durchs Feld durchgekommen bin. Von daher abhaken, Fokus auf Hockenheim, auf Saisonfinale, ja, dass wir die Gesamtmeisterschaft holen im Porsche Sports Cup in der Endurance. Und natürlich eine Strecke, die wir schon kennen. Wir haben den Saisonauftakt dort gefahren, wir waren bei der GTC, haben diverse Testtage gemacht, Heimstrecke von Daniel. Also von daher, die Erwartungen sind groß und wir freuen uns, in Hockenheim ein gutes Wochenende abzuliefern. Also gehen auf jeden Fall in dieses Rennwochenende mit hohen Erwartungen und dementsprechend auch, weil es Saisonfinale ist, wollen wir da auch in der Endurance-Meisterschaft angreifen. Am Freitag bei den Testsessions waren wir sehr gut aufgestellt. Dadurch, dass wir schon zweimal dieses Jahr in Hockenheim gefahren sind, hatten wir ein grundsolides Setup am Auto, was auch sofort gut funktioniert hat. Wetter war auch sehr gleichmäßig über das ganze Wochenende, also konnten wir uns auf jeden Fall auf die Bedingungen einschießen. Wir können ja dann mit dem Andi analysieren auf den Daten, wo er Zeit verliert, und ich denke, da haben wir auch noch mal ein paar Schritte nach vorne gemacht. Und ansonsten war es ein sauberer und ordentlicher Testtag, Kilometer gemacht, noch und nöcher, um einfach confident zu werden, auf Speed zu kommen. Ich denke, wir haben den Christoph noch mal gepusht, um weiterzukommen, um noch mal richtigen Fokus zu gewinnen fürs Wochenende. Und dementsprechend, denke ich, hatten wir einen guten Freitag und waren eigentlich gut aufgestellt fürs Wochenende. Samstagmorgen Qualifying Sprint GT. Das Qualifying lief nicht ganz so gut wie erwartet. An diesem Rennwochenende speziell lag der komplette Fokus auf der Endurance, weil wir dort die Meisterschaft holen wollten. Die Reifen hatten ihren Peak und ich hatte dann Verkehr und musste die Runden nochmal neu ansetzen. Und tatsächlich bin ich meine 2 schnellsten Qualifying-Runden zum Ende des Qualifyings gefahren. Da war dann der Peak der Reifen schon durch, von daher nicht ganz optimal, hat sich auch in der Startposition wieder gespiegelt. Aber der Fokus an diesem Wochenende lag, wie gesagt, ganz klar auf der Endurance. Sprint GT Rennen 1, Startposition 7 in der Klasse. Ja, auch hier war wieder das Thema, dass man einen gewissen Grad an Zurückhaltung mitbringen musste. Kurve 1, immer ein enges Nadelöhr, wo alle durch müssen, gerade wenn die Fahrzeuge so eng zusammen sind. Ich habe 2 Plätze am Start verloren. Und habe aber diese 2 Plätze innerhalb der ersten Runden auch wieder mir zurückerkämpft. Das Feld hat sich relativ schnell sehr weit auseinandergezogen, so dass man keine Möglichkeit hatte, wieder weiter nach vorne zu kommen. Das ging so lange, bis kurz vor Ende es nochmal eine Safety-Car-Phase gab. Die hat das Feld wieder eng zusammengeführt. Und dann ging die Jagd nochmal weiter. Als 7. gestartet, als 5. in der Klasse ins Ziel gekommen. Mehr war tatsächlich nicht möglich. Wichtige Punkte gesammelt in Sachen Gesamtmeisterschaft. Ziel war es da, unter die ersten 5 zu kommen und ja, das habe ich bestätigt. Das oberste Ziel an diesem Wochenende war in den Sprintrennen, das Auto sauber durchzubekommen, keine Unfälle zu haben, keine Beschädigungen am Fahrzeug zu haben und keinerlei Risiko einzugehen.
Der Sonntagmorgen ist gestartet mit dem Qualifying für die Endurance, wo der Daniel und ich uns das Cockpit teilen. Jetzt ging es nochmal darum, beim Finale zu zeigen, dass wir auch auf die Pole Position fahren wollen, um unsere Stellung dann nochmal ganz klar zu untermalen. Daniel ist ein sehr gutes Qualifying gefahren, war richtig schnell unterwegs mit dem Auto. Endurance Qualifying war wieder eine wichtige Angelegenheit, insbesondere das letzte Rennen ist vom Jahr. Ich konnte wieder das Auto auf Pole stellen. Wenn man auf Pole startet, dann kann man dementsprechend den Rennverlauf auch besser kontrollieren. Das war dann auch die beste Voraussetzung, weil eigentlich mussten wir das Rennen nur beenden, um Endurance-Meister zu werden. Und auf Pole zu starten ist natürlich super. Dementsprechend bin ich mit einem guten Gefühl eigentlich ins Endurance-Rennen gekommen. Nach dem Qualifying am Sonntag ging es ins zweite Sprint-GT-Rennen. Erneut Startplatz 7 in der Klasse. Beim Rausfahren aus der Box in die Startaufstellung habe ich gemerkt, dass es Geräusche am Auto gibt, die so nicht normal sind, nicht normal waren. Wir haben in der Startaufstellung kontrolliert, konnten nichts feststellen. Die Reifen sind auch nochmal runtergekommen, die Mechaniker haben nochmal geprüft, es war nichts zu finden. Und dann ging es in die Aufwärmrunde und da sind dann erneut die Geräusche aufgetreten. Ja, wir haben uns dann dafür entschieden, in die Box zu kommen und nachzuschauen, nicht, dass das Auto beschädigt ist, weil, wie eben erläutert, der Gap zwischen Sprint GT und Endurance ist sehr knapp. Es war auf Anhieb wieder nichts festzustellen und deshalb haben wir uns entschieden, das Auto abzustellen, in die Box reinzugehen und nochmal gründlich zu kontrollieren, woher die Geräusche kommen, um dann gut aufgestellt zu sein für die Endurance. Ja, es war meine zweite Saison jetzt im Porsche Sports Cup und in der Sprint-GT-Wertung. Sehr schade, dass ich das letzte Rennen nicht mehr fahren konnte. Am Ende des Tages bin ich Fünfter in der Gesamtwertung geworden. Klare Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Ich freue mich sehr darüber. Ich muss fairerweise sagen, ich hatte doch einige Nuller im Championat, die ein besseres Ergebnis verhindert haben. Sei es die Situation aus Misano, wo ich beim Night Race, wo es 1,5-fache an Punkten gab, abgeschossen worden bin. Oder am Nürburgring, wo ich selbstverschuldet ausgefallen bin. Da gab es einige Situationen, es wäre bestimmt noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber am Ende des Tages war es doch eine stramme Leistung und Performance, wo wir uns als Team und wo ich mich fahrerisch nochmal deutlich gesteigert habe gegenüber dem Vorjahr. Letztes Rennen vom Jahr, also uns war bewusst, wir mussten das Rennen nur zu Ende fahren, um Endurance Overall Champion zu werden. Wir haben die ganze Saison oder die ganzen 2 Jahre im Porsche Sports Cup immer den gleichen Ablauf gehabt, den gleichen Rhythmus. Also sprich, ich bin den Start gefahren, bin die ersten 40 Minuten gefahren und genauso sind wir auch ins Saisonfinale reingegangen. Die Mission war klar, Auto sicher und gut über die Runden zu bringen. Christoph nochmal am Start noch mal ein paar Tipps gegeben. Ich laufe zurück zur Box, schauen wir den Start an von der Fernsehperspektive mit Andi zusammen. Dann ging das Endurance-Rennen los. Die grüne Flagge wurde geschwenkt, das Feld wurde in die Einführungsrunde geschickt und man formiert sich dann gemäß seiner Startposition, reiht sich hintereinander ein, beginnt die Reifen aufzuwärmen. Da hatte der eine oder andere Probleme, seine richtige Startposition zu finden oder auch das Reglement zu kennen. Dann geht es nach Turn 2 Richtung Parabolika hoch zur Spitzkehre auf die lange Gerade. Da bin ich wieder überholt worden. Kurze Zeit später hat es einen Riesenschlag am Auto gegeben. Schon in der Formation Lap das Auto auf einmal auf der Wiese und sehr viel Rauch. Niemand wusste wirklich, was passiert ist. Einer meiner Gegner ist mir bei der Aufwärmrunde reingefahren. Das war alles andere wie lustig. Ich habe dann versucht, das Auto zurückzubringen und dass wir gucken können, ob wir noch was retten können, ob es vielleicht doch nicht so stark beschädigt ist, wie es sich vielleicht angefühlt hat, dass eine Weiterfahrt möglich ist. 75% der Renndistanz hätten gereicht, wenn wir die absolviert hätten, um gewertet zu werden. Das ist uns
leider dann nicht gelungen, weil das Rennen für uns vorbei war, bevor es dann überhaupt gestartet war. Das Auto war so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war und damit war unser Endurance-Rennen und auch gleichzeitig der Traum der Gesamtmeisterschaft in der Endurance beendet. Am Ende hätte, wäre, wenn. Es tut weh, aber ich denke, wir konnten dies Jahr trotzdem zeigen, dass wir auf jeden Fall die beste Fahrerpaarung waren. Und ich denke, darauf können wir stolz sein, auch wenn es jetzt am Ende sehr unglücklich gelaufen ist. Und ja, wenn man zurückschaut, hätte so viel besser sein können. Aber ich denke, trotzdem von unserer Performance können wir schon zufrieden sein und stolz aufs Jahr zurückschauen. Ja, unsere zweite Saison im Porsche Sports Cup war auch mit großem Abstand unsere erfolgreichste Saison. Unser Ziel war zu Saisonbeginn, um die Meisterschaft mitzufahren in unserer Klasse. Das ist uns ganz klar gelungen, indem wir nämlich auch Klassenmeister geworden sind, bereits nach dem 4. Rennen in Oschersleben. Wir waren im Cayman GT4, die Fahrerpaarung, die ist die ganze Saison zu schlagen galt. Und das haben wir vom ersten Rennwochenende bis zum letzten Rennwochenende ganz klar gezeigt. Die Endurance Overall Championship wäre ja, die Kirsche auf der Sahnehaube noch gewesen. Die haben wir leider verpasst, sind gesamt Zweiter geworden. Dennoch überragend, wenn man sieht, wo wir vor 2 Jahren gestartet sind. Ich, der keine Erfahrung hatte, bis dato Autorennen zu fahren. Daniel, der als junges Talent keine Erfahrung mit GT4-Fahrzeugen hatte, aber dann durch die Saisons sein großes Talent und seine Geschwindigkeit jederzeit gezeigt hat. Wir haben viel voneinander und miteinander gelernt und am Ende des Tages kann ich stolz sagen, wir haben den Vorjahresmeister klar und deutlich geschlagen. Das war unser Ziel und damit ist die Mission Porsche Sports Cup 2023 erfolgreich zu Ende gegangen. Der ganze Zweikampf im Rennen gibt ja auch einen Adrenalin-Rush und das ist einfach auch dafür, wofür ich den Sport liebe. Und andererseits bin ich sehr stolz darauf, was der Christoph dieses Jahr von sich aus erreicht hat. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, ihn versuchen weiterzubringen und zu helfen. Und wenn man sieht, dass er besser wird, dann freut man sich ja umso mehr. Und Christoph ist ein wirklich sehr angenehmer Mensch und ich habe sehr viel Spaß gehabt. Es war eine herausfordernde Saison, die sehr anstrengend war. Für mich persönlich war es immer die Schwierigkeit, Beruf und Berufung unter einen Hut zu bekommen, plus Training, Vorbereitung, die Reisen zu den Rennstrecken. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit Daniel zusammen zu fahren und dass wir uns dann belohnt haben für die vielen Stunden, die wir zusammen geübt haben, wo er mich gecoacht hat, wo wir im Simulator waren. Das war schon sehr stark. Ich möchte mich bedanken beim gesamten Team 75, ganz besonders bei der Mama vom Timo Bernhard, der Scholli, die das Team gemanagt hat und jederzeit für uns vor Ort war und alles organisiert hat. Ich möchte mich bedanken beim Timo und seinem gesamten Team, bei Andi für das Coaching, für die Koordination der Abläufe und natürlich auch beim Daniel, dass er sich mit mir das Cockpit geteilt hat und immer ein zuverlässiger Partner war und eine saustarke Performance abgeliefert hat. Und bei allen, die sonst noch beteiligt waren an der Saison Porsche Sports Cup, Partner, Sponsoren, Fans, die Daumen gedrückt haben und last but not least auch bei meiner Freundin, die mich immer unterstützt hat während der Saison. Von meinerseits auch noch ein großes Danke an das Team vom Timo, seine ganze Familie, Scholli, die das ganze Jahr mit uns überall hingereist ist, an die ganzen Jungs und die ganzen Mechanikern. Also von mir großes Dank an alle, die das ermöglicht haben dieses Jahr. Meine Sponsoren, meine Familie, die immer hinter mir stand. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man braucht, wenn man Erfolg haben möchte.